Mocht de vrede Gottes in jullie harten alle regieren kunnen. Dat is mijn verlangen van jou. En wanneer we hier top zijn en ons van die woord erfreschen, van God zijn woord erfreschen laten, is meermaals waar de wünschen verlangen dat de erfresching kan something zijn wat we kunnen weitergeven met vrede, wo anderen kunnen en gezegend zijn. We alle lijken gezegend te zijn, we alle lijken dat we beantwoorden, dat ze ram ons accepten en ons motor spreken, dat is something wat we alle gleichen en dat is ook mijn verlangen dat we dat als Geschwister im Herrn willen kunnen doen en dat we kunnen topgetrokken zijn en dat mensen wat ons beobachten worden kunnen non-getrokken worden en dat zijn dat God zijn leven en onze harten regieren dat wordt mijn verlangen zijn. Yes, ik heet iedereen een welkom hier van ons morgens met ons top en God zijn woord, ons alle top en God zijn woord neer te laten. En wanneer we denken dat Jezus is ons Heer, aan wil we nu volgen, van aan wil we leren, dan willen we ook horen wat zijn woord ons te zeggen heeft. Oké, nou, dat is ook wat we willen, dat is ook wat we gekomen zijn, maar wat zegt hij ons alles? Er zijn zoveel dingen, van deren waar we ons plus een kaart het eens genannt laten. Laatste Mal, 1. September, als ik gereden, dan red ik van dat, wo Jezus roeren daar over Jeruzalem, wo aan dat schwor weer dat de mensen niet willen opkomen, zijn woord aan te horen, de radung aan te nemen wat hij te gebeden had. En van deren, ja, ik had mir een beetje van te reden, wo hij eenmaal een groep mensen opgekregen had, en wo hij eind leren deed. En we zijn dat aanweren dingen wichtig. Hij kan de dingen daar zijn. We kunnen manchmal bloß zo van buiten zijn. En dan nadat we zoveel Entscheidungen merken. En we treffen manchmal zo'n Entscheidungen wat ons zeer zum Schulden zijn. En de lang run. En Jezus de kan daar zijn. Hij zegt wat de radung weer, wat dat weer van een mens verloren weer. En wat het brukt hem dat ze kunnen je troost en aan te leven. En zo willen we ons van daar een beetje en dat laten wat Jezus ons leren wil. In Mark 8 vers 34, en dit is waar Jezus dat volk oproepen daar, en dan leert hij en toe en zegt in Markus 8 vers 34. En als hij dat volk met zijn jongen top muziek geroopt had, zei hij te aan. Okay, hij had het volk muziek geroopt, de waren alle top, en dan zei hij te aan, wer mij nu volgen wil, moet van zichzelf vergeten. De moet zijn kruis op zich nemen en mij nu volgen. Wat heeft Jezus in deze Wieler gezegd? Wanneer hij ons wordt vragen, wil we aan nu volgen, ik geloof, dan moeten we alle de hand opheffen, yes, dat wil ik. Dat is mijn verlangen. Innerlijk, yes, ik wil aan nu volgen. Maar wanneer hij zegt, dan voelt hij eraan, moet van zichzelf vergeten. Oké, wat heeft dat dan te zijn? Yes, aan nu volgen, dat wil ik. Maar mijzelf vergeten, wat zal ik vergeten? Jezus weer het wichtig, wat hij hier leren wil en wat hij de mensen verzocht te erklären. En ik weet niet wat dat alles zijn voor mensen was, wat er ram aan waren, maar bestemd zijn de mensen was, die zeer veel van zichzelf gehouden hebben. En die dat bloos nu eher van buiten kijken, dat ze door nu Entscheidungen merken deden. Dat ze niet door nu kijken deden wat de nächste te goed komen kan, wat de nächsten fehlen deed. Ik weet niet wat alles wat je was zijn, maar Jezus zegt, de moet van zichzelf vergeten. De moet niet nu kijken wat aan dat gaat en wat aan dat fehlen deed en wat hij wil gleichen. Hij zegt, dat moet uitgelopen. Dat is niet waar we zullen nu kijken. Hij zegt, zijn kruis op zich nemen en mij nu volgen. Als ik daar zo even nu denk, wat is Jezus zijn kruis? Waarom redt hij hier van zijn kruis opnemen en nu volgen? En ik kijk dan een beetje weer terug, wat redt hij vorher?
woher kann, was sind sie wird gewas und wo habt ihr getan nur diese wir und wir wollten dort in ein Jahr da hat er 5000 Mann Eten gegeben und dann holt er ein blinger Mann und dann als er dort ist dann fragt er die Jünger mal wer glaubende Menschen dort ich sehe. Und dann sagen sie das verschiedene Judäen und dann sagt Petrus, du bist Christus. Der Leben ja Gott sehen. Das wäre du bist. Petrus hat eine ganz klare Antwort. Er zweifelt nicht. Er wird ganz klar, das ist was es ist. Und dann fängt Jesus an zu vertellen und sagt er, ich bin auf die Erde gekommen, für ihn zu sterben. Mein Wort soll getötet worden. Mein Wort durchgemerkt worden. Und dann steht Petrus ab, no, das ist nicht so, was es soll. Jesus sagt, so tun zur Zeit. Er sagt, so tun zur Zeit. Dann hängt er an und sagt, wenn irgendwer mir nur fallen will, der muss sein Kreuz abnehmen, von sich selbst verjähren und checken, nur gehen. So, wenn wir denken, als Jesus in dieser Zeit hier waren, er dachte eben an, mir wird in der Sünde hingegeben worden. Mir wird nicht fein behandelt worden. Und dann sagt er, und wenn wer mir nur fallen will, der wird man gleich so sich selbst loslassen. Der wird man checken, was kann ich für den nächsten Tag abgebaut worden. Der man checken, was hält mir mein Leben, wenn ich bloß für mich selbst lebe. Das kommt Luther noch wieder mehr danach. Mir hat eine Geschichte, ich war von der mehrere Geschichten mit einem vielleicht, und ich weiß nicht, alles war mitgeteilt kriegen, was ich hier habe, ich war batu, wo ich dann komme. Da wir ein Spurgeon, der vertelt viele Geschichten, und ich lese noch einmal eine Geschichte von ihm, und er sagte, wir in Majestät, ein Leire am Land, der hat viele Soldaten, und dann wären die Soldaten auf einmal batu, dass sie wohl nicht mehr den Kennzeichen Uniform, oder das Land, das Uniform brauchen. Wir wollen bloß so sein als gewöhnliche Leute und wir wollen in den Feindsinn-Lehrer gehen und wir wollen, dass sie uns nicht anerkennen können und wir wollen auch zurückkommen und bei die sein und wir sind deswegen ganz treue Menschen, wir wollen die ganz treu sein, aber wir wollen nicht die Uniform brauchen. Wir wollen freie Menschen sein. Und dann sage ich Charles Spurgeon, so ist es von der ersten Tag mit vielen Christen. Die wollen nicht dort annehmen, was Jesus geboten hat. Die wollen nicht das Kreuz ab sich nehmen und gehen mit dort. Diese Soldaten, die wollen bloß nicht die Uniform anhaben. Das ist auch okay. Aber das hat something hängen sich, wenn sie dort nicht wollen. Wenn es dort ist Ordnung. Und er sagt, da sind viele Christen von denen, die wollen Christus dort. Die wollen nicht Christus sein Kreuz ab sich nehmen und am nur fallen, die wollen bloß der Radung, die wollen sie. Aber dort leben zum Wiedergeben, dort jankert er nicht. Dort ist zu schwor, dann schämen wir uns. Wenn sie mich wollen treffen mit so einer Kleider oder so einer, da wollen sie mich lachen. Aber was immer das ist. Die Soldaten, die wollen in den Feindsinn-Lehrer gehen können und dann zurückkommen. Und so ist das vielmals mit uns. Wir wollen gleich mit den Weltmenschen top zu sein, so und so viel. Und wollen nicht wollen anerkannt sein. Aber dann würden wir noch wollen, aber ganz das Fall erreichen an Christus. Und wir sollen dort zwei Haaren dein, dort ist Gott gehen und dort leicht hinein. So, wenn es sagt, dass wir machen von uns selbst verjähren, dann ist uns dort nicht das Höchste, was uns zum Goden dient. Dann check wir nur noch, was dient mein Nächsten, mein Bruder zum Goden. Was ist es, das Kreuz ab sich nehmen? Dann würden wir vielleicht, viele würden dann abnehmen, oh, ich bin krank, oder ich habe so viele Schwierigkeiten, was durch mich gegangen sind, und ich habe so schwer über Dinge, oh, das ist mein Kreuz. Oder der andere würde sagen, der Arbeit jetzt so schlecht. Der Arbeit, was ich habe jetzt, ist really schlecht, und das ist mein Kreuz, wo ich drehen muss. Oder der andere würde sagen, ich würde so gleich eine Gemeinschaft haben mit den Menschen, aber das schafft nicht mehr. Das ist mein Kreuz, was ich zu drehen habe. Oder der nächste würde sagen, ich habe körperliche Krankheit. Das ist mein Kreuz. So würde alles kann angehen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus hier von dort soll Kreuz reden wird.
Wir würden uns dann vielmals vielleicht stolz, reich vorstellen, dass ich meistens jammern über mich, über die Dinge, wo ich beim Leben muss, oder was mir abgeleitet sind, oder was mir wachgekommen sind. Und würden den, was ich die Versegnete mitteilen, andere Menschen sollen Jammer hat kriegen über uns. Aber ich glaube nicht, dass Jesus hier von dort kriegt zu reden hat. Da kann something sein, was für uns du hast, um uns versegnen, am Reich der Zielen abzukriegen, oder uns zu prüfen, oder uns im Glauben zu halten, oder was immer, uns im Glauben zu proben. Da können wir in aller dort durch sein. Aber Jesus redet hier nicht, dass dort ans Kreuz ist, was wir sollen abnehmen und zum Arm nur folgen. Weil was ist es dann, wenn es nicht dort ist? Zu der Zeit, als Jesus gekreuzigt wird, wenn ein Mensch das Kreuz dreht und das hat bloß eine Bedeutung. Und dort wir tot. Dort wir in Gemord, dort wir in Schrekel ja tot. Dort wird es zu der Zeit für eine Bedeutung hat. Und dort ist, wo Jesus an denken, wo er wird hingehen, er wird das Kreuz drehen, nun Golgatha, wo er wird gekreuzigt worden, und er wird machen sich selbst ganz auf sein. Er wird machen sich von sich selbst ganz vergeten, wie es dort wird nicht schaffen, wenn er sich hier noch will reich verdienen. Ich habe doch keine Sinn getan, ich habe doch keine Schuld, und nun soll ich das gehen und ab mir nehmen. Jesus sagt, wenn wir werden am nur fallen, dann müssen wir von uns selbst vergeten, wir müssen daran denken, dass wir sind tot. Das ist nicht mehr wir, die leben, das ist Christus in uns, die leben. Das Kreuz kann sein, dass wir wollen gute Freunde bloß einfach mal gehen lassen. Die wollen sich von uns wegdrehen, weil wir reden von Jesus. Uns Hort hängt an Jesus. Uns Hort ist voll von Jesus. Das kann sein, wir wollen in der Familie rausgestartet worden. Die Familie wird uns nicht mehr anerkennen, weil wir haben Jesus angenommen. Wir leben für ihn. Wir schätzen uns selbst nicht mehr für uns selbst, aber Jesus ist eben alles in uns. Da kann sein, dass unsere Anerkennung mancher Menschen, unsere Reputation wird durchgestampelt worden in großen Ganzen, manche Familie oder eine Umgebung, wenn wie Jesus nur fallen tun. Da kann sein, dass wir arbeitslos werden, weil wir Jesus nur fallen. So eine Dinge aus dort kann das mitbringen, dass wir Jesus sein Kreuz drehen tun. Und some von dort habe ich erfahren, dass will ich von Jesus reden, ist ich von der Radung reden, dass ich muss some von das annehmen, dass wir bloß, was Jesus lernen. Sein Kreuz ab mir nehmen und folgen an nur und don't, was das Rami geben wird, oder was Rami passieren wird. Und Gott hat das gewollt, ich sei gesehen, wo ich von der uns sehr dankbar für sein. So, wenn wir denken an, dass Jesus sagt, sein Kreuz ab uns nehmen und am nur fallen, dann müssen wir doch klar haben, dass er redet von uns, ich muss sterben. Ich lebe nicht mehr, aber Christus lebt in mir und sein Willen ist, was ich leben will. Sein Wort lehrt mir und sein Willen will ich tun. Und ich will bereit sein, auch Menschen zu halten, wo immer ich kann. In Lukas 9, Vers 57, Luke 9, Vers 57 through 62, du vertalt Jesus mit 3 Männern. Hier kommt ein Mann, Jesus, und sagt, hey, ich will auch die nur folgen. Dann sagt Jesus zu dem, ein anderer wird, er sagt das nicht korrekt, das ich sein, aber er sagt ein anderer wird, hey, du bist zu sehr falsch ab hier bei ihr. Du schätzt das zu viel, was du hier besetzen lässt. Der Mann, der wird der folgt Jesus nicht nur. Der zweite, dann sagt Jesus zu den anderen, hey, komm du und folg mir nur. Und dann sagt er, oh, yes, dort will ich dann, aber ich will erst meinen Führer begraben. Und dann sagt Jesus, dort kommt die nicht. Du sind Menschen, die sich an dort kommen wollen, du sollst mir nur folgen. Der hat auch gesagt, was welcher aus Jesus in Kreuz. Dann kommt der dritte und sagt, ich will die nur folgen. Und dann sagt er, ich will aber erst noch von meiner Familie Aufschied nehmen und das alles sehr fein bereden. Dann sagt Jesus, wenn du wirst mir nur folgen, dann lohnt das der Tag. Das schafft nicht anfangen für mich zu leben, anfangen mein Kreuz zu drehen und dann das war zur Zeit und erst gehen die Freunde pleasen. Das ist nicht, dass das schaffen wird. Jesus sagt, diese 3 Personen, die sind nicht bereit, dort zu tun, was er verlangen wird.
En så zijn eigenlijk duur rijdt. Zijn we rijdt dat Kreuz ab ons te nemen en aan nu te volgen en doen wat ons dat kosten wordt. Wens dat heeft niet met te doen wat ons dat jankeren wordt, er wat ons interesseren dat heeft met te doen dat aan te nemen wat hij voor ons doorheeft. En hij heeft dat eigenlijk zeer klaar en dat is eigenlijk wat zeer wichtig is voor ons, dat eigenlijk duur worden door zijn, dat ook andere mensen worden kunnen aangetrokken worden. Dat is Gott zijn ziel, dat is Jezus zeer wichtig. En wanneer we zijn Kreuz op ons nemen en gewoon mensen aanreden die niets van dit weten willen, dat kan zijn, die worden ons meiden. Die worden ons afschuwen. Die worden onze reputation doormerken. Die worden, we weten dat je veel dingen wat mensen doen, wil ze God niet kan doen. In Matthäus 10, vers 38, Matthew 10, vers 38 zegt het, en wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nur, der ist dort nicht wird, einer von den Menschen zu sein. Das sind hohe Werte, wenn wir uns dann nennen, was das kosten wird, in Christ zu sein. Und Jesus sagt ganz klar, wenn du dort nicht so dort wärst, dann bist du nicht mal wert, einer von den Menschen zu sein. So, wir sind hier von der und wir sind sehr gesehen. Wir sind reich. Wir haben, was uns fehlt, was uns jankert. Meist kriegst du es dort. So, wo wichtig ist uns Jesus sein Kreuz? Wo wichtig ist uns dort, dass wir uns auf sein, dass wir uns selbst verjäten und dass wir Jesus folgen tun. Charles Spurgeon vertelt eine Begebung aus einem Mann, der Jesus nur folgen wird, soll verbrannt werden, weil sie nicht den Glauben auf sein wird. Und dann, als sie am verbrennen will, dann wird so eine Person noch einmal sehr aufgeprüft, als sie nicht noch würden Jesus auf sein und dann würden sie ein Leben lassen. Und das Mann, der das nicht. Und dann holen sie seine Frau und seine 11 Kinder und der wird das angedient, sich vor ihr Führer zu knien und an zu prachen. Führer sei Jesus auf und blieb bei uns. Tja, wir uns dann nennen stellen, dass unsere eigenen Kinder, die Frau würde stehen, oder der Mann, whatever das ist, und die würde uns prachen und sei Jesus auf. Wir haben das nicht belebt. Vielleicht nicht ab den Weg. Aber das Mann, der küsst seine Kinder alle, die Frau, und dann sagt er, ich will irgendwas tun, um hier bei ihnen zu bleiben, weil ich sein ihnen gut. Ich gleich ihnen. Aber weil sich das an Jesus handeln wird, blieb ich fast an meinem Glauben und am Wort verbrannt. Er reißt sich los von seiner Familie und am Wort verbrannt. Was meint das für mich und die, von denen Jesus sein Kreuz ab uns nehmen und am nur folgen? Sind wir angeschlossen? Haben wir auf einmal zu viel für uns selbst? Sei wir auf einmal bloß unsere Makel stehen? In Vers 34 in Mark 8 sagt es, wer sein eigenes Leben raten will, wird das verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir in das Evangelium verlieren wird sich das raten. Wenn ich will bloß für mich durch sein, das sagt, ich werde das Leben verlieren. Aber wenn ich will durch sein für mich Nächsten, wenn ich will durch sein ein Leben durch, als Jesus für mich geboten hat, dann werde ich das Leben raten. Ein indischer Evangelist geht auf einmal eingestellt, ist mit einer anderen Person taub, fängt das Schnee an zu stehen, es ist kalt, und das wird ziemlich kalt, und dann fängt es sehr an zu stehen. Und auf einmal seien sie dort eingestellt, dass ein Mann von der Stelle kontra aufgefallen, und es ist ziemlich sehr veranlagt in der Licht durch. Dann sagt das Missionar, dann werden wir uns diesen Mann weil wir uns an den kämmern. Wisst ihr, was ist das dort für ihr? Und dann sage ich seinem Partner, wer wird uns dort machen, uns am Arm zu kämmern? Wir sind selbst in Gefahr, dort zu frieren und nur noch uns an den kämmern, dort kann ich nicht. Und dann sage ich das Missionar, ich gehe mich am Arm kämmern. Und das andere sage ich will mich selbst versuchen zu raten. So das Missionar, der nimmt sich den Mann auf den Schiller, weil es nicht gehen kann. Und schlaft sich an dem Schneesturm flängst den Weg. Und so noch gleich so sehr weit gegangen. Das ist doch schon eng, aber dann auf einmal sagen sie, oh, du Licht werden. Dann checken sie und sagen sie, dass der Mann
das ist meid geworden, hat sich durchgelegt und es hat gefroren. Und dann sagt das Missionar, nu kann ich verstehen, was das meint, mich selbst verlehen und du sein für mich Nächsten. Ich werde die Vers noch einmal lesen. Willst wer sein eigenes Leben raten will, wird das verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir in das Evangelium verlieren wird sich das raten. Das muss ich nur sagen, dass wir seine Gelegenheit. Er sagt das nicht von einer Abgabe an, er sagt, dass hier hat eine Gelegenheit zu tun. So ist der Samariter, der aus dem Mann sagt, bei liegen, auf dort geschlagen. John 12, Vers 26. Johannes 12, Vers 26 sagt, wer mir deinen will, der muss mir nur folgen. Das sagt nicht, der kann mir nur folgen. Das sagt, der muss mir nur folgen. Wer mir deinen will, der muss mir nur folgen. Und wo ich sie, soll mir deiner auch sein. Und wer mir deinen Wort, dem wird mein Vater ehren. Ich habe uns das feststellen, wenn Gott uns nicht wird ehren, was dann wird unser Stadt sein? Wenn Gott uns nicht wird ehren, was wird dann uns Platz sein? Petrus sagt in seinem Brief, was unser Abgabe ist, wir uns dumm ein bisschen nennen, 1 Peter 4, Vers 12 und wieder, sagt er, liebe Freunde, wenn die Versicherungen durch die gehen machen, auch Vierheit worden, da werden sie das nicht so an, als wenn du was Büttergewöhnliches passiert. Das ist bloß an jenen Glauben auf die Probe zu stellen. So, ist uns dort eine Freude, wenn uns Glauben aufgeprüft wird, aber wo soll wir dort noch? So vielmals sei wir bloß dort Port beschworen, als die Versicherung in der Grote sind. Petrus versucht uns hier Mutter zu sprechen und sagt, dort ist nicht was Büttergewöhnlich. Dort ist bloß zu proben, was wir sind. Sind wir bereit, dort zu proben, dass wir Christus in Kreuz ab uns genommen haben und am nur fallen tun. Wenn sie durchwehen, über jene Schalen, dass die Christen sind, dort ist für jene ein Segen. Weil es dort meint, dass Gott sein Jes durch jene verherrlicht wird. Dass Gott sein Jes durch dort, was wir tun, verherrlicht wird. Und dort stärkt uns. Dort gibt uns die Kraft. Vers 15. Aber seid ihr nur dort keiner von jenen, was man leiden lassen, Mörder, ein Stehler, oder einer, der Trouble merkt, oder sieht man Sachen merkt, was anders kommen. Das sagt Petrus, das ist, wo wir nur zu kicken haben. Weil Mörder, dort wird wir nicht sein. Dort wird wir nicht tun. Jesus sagt, wenn wir unseren Bruder darauf ankicken, und am Dall sein, und am schlechte Wirt sein, dann sagt er, dann sind wir auch Mörder. Petrus sagt, seid ihr nur, dort keiner von uns wird es dort sein. Und dann können wir alle an uns selbst kicken und uns Frauen, sind ich irgendwo beteiligt an dort. Bis dann erst dort leiden, was ich leiden war, nicht something, was für Christus ist. Dann erst dort, was ich mir verdient habe. Vers 16. Wer du wer ihn leiden macht, weil es Christus ist, braucht sich nicht schämen. Dank Gott dafür, dass die Christen sind. Ist uns mal wo beschämt worden, wegen dass wir Christus nur folgen. Ist uns mal wo belacht worden. Haben sie uns mal Dinge aufgesagt, weil wir Christus nur folgen. Haben sie uns mal verschlagen, dass wir Christus nur folgen. Diese Dinge begehen wir nicht. Nicht so leicht. Some von dort habe ich gesperrt, als ich jung bekehrt war. Und wenn ich von der und kicke, das ein Segen gewesen. Das hat mich abgebüht, das hat mich gestärkt. Das beweist, dass Gott wie mir geht. Das stärkt mich immer weiter, in sein Wort zu lesen, in dem Glauben fester zu sein. Petrus sagt, Gott danken dafür. Und das ist mein Verlangen, dass wir dort werden können. Vers 17. Da sagt Petrus, dass das Zeit, dass das Gerecht anfängt,
Und Gott sein Volk muss das erste verkommen. Und wenn wir Christen sogar müssen gerecht werden, wie schrecklich wird es für die gottlosen Sünder sein, die Gott sein Evangelium nicht glauben wollen. Wenn wir verantwortlich sind für das, was wir tun. Und wir Gott Rechenschaft geben müssen. Wo kicken wir denn an für die Menschen, die Gott noch von der noch nicht kennen? Und wo wir würden die Gelegenheit haben, zu säuen. Und wenn der Gerechte einmal knapp bestehen bleibt, wo wird der Gottlose und Sünder zu stehen kommen? Da werden sie die nur Gott sein wollen, leiden, denen was reich ist, und ihre Säulen den anvertrauen, der an gemerkt hat und treu ist. So wie vielmals so, dass unsere Säulen habe ich Gott anvertraut und uns geht es schon, wir sind gesegnet, wir sind glücklich durch dem, für wie vielmals von unseren Nächsten Wort, wo wir würden sein, da fehlt noch something, was ich ready ist, Gott zu begegnen. Wir sind beschäftigt mit all unseren Dingen, wo wir mit zu tun haben, und wir haben nicht Zeit. Mag Gott uns genug und Weisheit geben, damit umzugehen, nur sehen will. Markus 8, Vers 36 sagt, was wird ein Mensch dort halten, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, wann am dort seine Seele kosten würde. Das jetzt scheint, wenn Dinge schaffen, das jetzt scheint, wenn wir sagen, dass Dinge fairer wegkommen, das ist auch, was Gott geplant hat. Aber man dort will er haben, dass wir nicht vergessen sollen von den Gelegenheiten, was Ram an sein, und dass sein Kreuz, der Tod für uns, das erste du ist, oder dass uns Fleisch gekreuzigt ist. Matthäus 4, Vers 8, Matthew 4, Vers 8, 9, 10 und 11 sagt es, das wo der Teufel Jesus versegnet hat. Und Jesus einmal die Antwort geben, ich werde es lesen. Dann nahm der Sodom am Wasser ab, mit ab ein Hurenboy ab und weist am alle Königreichs in ihrer Pracht ab die Erde. Und seht an, das wo ich die alle geben, wenn du die für mich begen und mich anbeten wirst. So, dort wird wir alle klar haben, no. Wir wollen uns nicht begen für den Teufel und anbeten, dass wir dann würden können alles einen auf dieser Welt. Aber ich glaube, da kann darauf ankommen, dass uns das so scheint mit den Dingen, wo wir mit schaffen, dass wir vergessen, dass wir auf einmal durch uns Gebetszeit oder durch das, was wir schaffen, dass unsere Gedanken bloß an dort entwickeln wollen. Jesus sagt zu den Sohn, der soll wach. Und dann kommt der Engel und dient ihn an. In 1 Timothy 6, Vers 8, und wenn wir Kleider und Eten haben, damit soll wir zufrieden sein. Das meine ich dann können wir uns hängen in der Schutlein und das alles, was wir brauchen. Aber dann sollen wir all geloten können sein und können unsere Nächsten halten. Und sagt in Vers 9, aber die wollen reich werden, fallen in Versicherungen und loten sich von unsinnige Lasten schlängen, die den Mensch an den Grund und das Verdorben bringen. Die den Menschen an das Verdorben und an der Verdammnis rieten. Nicht bloß an das Verdorben, aber auch an das Verdammnis rieten. Vers 37 in Mark 8 sagt es, oder was kann ein Mensch geben, seine Seele kriegen? Wenn ich dann mitgeritten worden und wo angerufen wird, was nicht nur Gott sein wollen ist, dann fragt Jesus der Versammlung hier, hey, was würde ich gerne geben, den deine Seele kriegen? Und ich glaube, wir alle würden mal hängen abheben, ich kann nicht. Ich kann nicht zum Beton. Im Psalm 49, der das ziemlich sehr schmack erklären, sagt Psalm 49, Vers 6, worum soll ich mich für beise dir fürchten, weil meine Feinde mit ihrer Gottlosigkeit an mir sind? Worum soll ich mich fürchten?
Sogar Söhne, die sich ab vermähen und mit ihren großen Reichtum puchen, du hast keiner, der seinen Bruder begottlos leisen kann und das Leben raten kann. Weil der Preis für seine Seele ist zu hoch, keiner kann genug tun. Das ist, was der Psalm sagt. Wir können nicht genug tun. Keiner kann für seinen Bruder genug tun, dass seine Seele kann geraten werden. Und dann in Vers 10 sagt er, dass er ewig lebt und nicht in das Grab kommt. Du hast nicht genug zu tun. Keiner kann, sagt der Psalmist. Petrus in 1 Peter 1, Vers 18 sagt er, Gott hat den Preis geteilt, ihn von der Dode weg aufzuraten, der je von jenen Verältern mitgeerben haben. Und je weiten, dass wir nicht mit Silber oder mit Gold passiert. Aber hij betoelt verjunt met Christus in Blut en Leben, dat Gottes Lamm und dat keine Sinn oder eingeschächtet wird. Dat geeft Gott am onze Seelen lustigheid. Sind wir, kennen wir, dovi uns kämmeren, dovi dort, wat onze Möglichkeit zijn, können dat ook andere Menschen worden, können dat erfahren, wat ich du erfahren haben. Und wenn wir das noch nicht erfahren haben, dass wir das dann wenigstens uns anwenden, das zu erfahren. Der Preis, was ihr tut, ist, dass wir den für genug holen. Und dann in Vers 38 in Mark 8 sagt es, weil wir immer sich mit mir und meine Wied schämen. Ich kann heim anfangen. Weil wir immer sich mit mir und meine Wied mang diese sintelige hebräische Generation schämen wird, mit dem Wort die Menschen sehen sich auch schämen, wenn er an seinen, wenn er in seinen vor seiner Herrlichkeit und mit den Engeln kommen wird. So sind wir bereit zu reden, sind wir bereit zu zeugen. Spurgeon vertaald van Philip Henry. Als Spurgeon de hand komt, wo Philip Henry is, en das Philip Henry ganz beschäftigt, en es ist nicht angeworden, dass Charles Spurgeon das hand gekommen. En das Philipp das antworten, dass das Charles ganz bei dich bin. Und dann entschuldigt er sich sehr, dass er so beschäftigt ist und dass nicht mal ist angeworden, dass er gekommen ist. Und dann sagt Charles, ich würde viel lieber, dass wenn Jesus kam, dass ich ganz beschäftigt wäre in seiner Arbeit, als irgendwo viel Raum stehen. Und dann sagt er hier an, mir ist dort eine Ehe zu sein, wenn Menschen beschäftigt sind mit ihr Werk. Und dat met vrede doen. En niet te beschämen. Paul Helly, wie 6 Jahre alt en had kreef. En ik weet niet waarom hij daarop gekomen is, aber das kleine 6 Jahre jong. Wir krank en hij, te die tijd weer nog niet... veel Möglichkeit, oder das verkräft, dann sagen wir alle immer, das ist nicht viel Möglichkeit. Sehr viele Menschen sterben da an, waren nicht alle. Aber das kleine Jung, den wir eindenken in seinem Leben, sehr wichtig. Er wird gleich der städtische Präsident sein. Dort wir am sehr hoch und dort wird er gleich den zu sein. Und ein Tag, als der Präsident kriegt in der Stadt, wo das kleine Jung ist, und was das Präsident hat gesagt, was das kleine Jung sein verlangen wird sein. Und der Präsident sagt, okay, so viel Zeit habe ich noch, dort wo ich dann noch vorhin tun. Und als er daheim kommt, und an der klingelt, und geht der Fuhrer an der, und sieht er, oh, das ist der Präsident. Und dann, ich werde die Geschichte lesen, wie die meisten von Ihnen können Jüdisch verstehen, das ist eine jüdische Geschichte. Der Vater kam heraus in abgesetzten Hosen, einen verwaschenen T-Shirt und unrasiert, hat sich nicht geputzt.
Er kündigte sich nach dem Wunsch der Herren und war perplex. Sein Junge aber freute sich. Der Präsident nahm ihn in seine Arme, zeigte ihm sein Auto und dann war der Besuch vorbei. In der ganzen Gegend sprach man nach Jahren danach von diesem Ereignis. Beim Vater jedoch kam keine Begeisterung auf, dass ich damals den Präsidenten in so schäbigen Kleidern und unrasiert empfangen habe. Nein, das kann ich mir nicht verzeihen, wenn sie wenigstens gesagt hätten, dass sie kommen. Was uns dazu tun, wenn Jesus wird kommen? Dass wir ganz verwahrlost sind, dass wir uns nicht dafür ready merken. Und würden sagen, dass wann wir wenigstens gesagt haben, dass wir kommen, Jesus sagt, seht rein, zu aller Zeit, ich will kommen, wenn ihr nicht an denkt. Das Führer, der wird sich so können mit seinen Sehen mitfreien. Aber wir können nicht. Weder wird mit Arach, wenn er sich nicht gerade geputzt hat. Weder wird mit Arach, wenn er nicht sehr sinnig gewesen wird. No. Aber das ist ein Vorbild von, wenn uns Hort nicht wird bereit sein, wenn Jesus wird kommen. Und wir würden uns das keinmal vergeben können. Wir würden uns das selbst keinmal vergeben können, wenn wir dort auf einmal sagen würden, dass nu erst du hier warst, und ich sei nicht mitgefahren. Ich kann nicht auch mit Frieden entgegengehen. Das kleine Junge, der hat seine geradste Wunsch wird erfüllt. Er hat diese Freude bei den Mann auf der Schuld zu setzen. Er wird sehr glücklich. Sein Führer, der Jungen, der sagt, er kann mir das nicht vergeben. Wann er wenigstens gesagt hat. Jesus hat uns gesagt, dass er wird kommen an einen Tag, wenn wir nicht wollen mit regnen. So, wenn er sagt, dass er wird kommen, wenn wir nicht wollen mit regnen, dann meint das, der kann irgendwann hier sein, da kann sein, dass noch kann lang dauern, aber weil wir uns mit Frieden nennen lassen, ich bin hier in dieser Zeit in Haar. Jesus in Kreuz hat mich genommen und lebt für ihn. Mark 8, Vers 34, wie ich anfangen, den wir noch einmal überlesen, sagt es. Und als das Volk mit seinen Jüngern taub nur sich geraubt hat, seht heute an. Wer mir nur fallen will, muss von sich selbst verjeten. Sein Kreuz ab sich nehmen und mir nur fallen. Wer mir nur fallen will, der muss von sich selbst verjeten. Und eins wichtig haben. Und eins über alles haben. Und das ist Jesus in Kreuz. Ich lebe nicht mehr, aber Christus lebt in mir. Und dort in uns Leben ersahen, dass Menschen, die Raum an sein, dass das wollen sein, dass das ist mein innerlicher Wunsch, mein geradste Verlangen, so zu sein, wenn Jesus wird kommen. Dass ich einfach mit Frieden entgegengehen, so dass das kleine Junge den Präsident von den Staaten können entgegengehen, können wir einmal beschützt sein. Wir haben ein Bild in Lukas 16, wo das arme Lazarus bei Abraham beschützt sein wird. Und sich freien. Und der Engel drüben an der Hand. Und das Lazarus wie getreist. Und das ist für uns durch. Das ist für uns die Möglichkeit. Jesus hat uns das Wort gegeben und hat krank abgeschrieben, wo das soll sein. Und wir sollen uns unseren anderen trösten mit dieser Welt, solange wir hier leben, weil wir leben, so dass Jesus morgen kommt. Er von der noch. Aber wann er kommt, dass wir auch mit Frieden entgegengehen können. Das ist mein Verlangen. Mag Gott uns alle Tipps sehen. Wir werden noch abstimmen zum Beten, wird passen das. Vater im Himmel, wir sind dankbar, dein Wort in unser Hand zu haben. Wir sind dankbar, dass du uns anspornen lässt und dass du uns wir in dein Wort hast abschreiben, was uns vielleicht manchmal hart anschieren tun. Und was uns eine Prüfung geben wird in uns Leben, zu gucken, wo wir sind in uns Leben. Vater, ich freue, dass du uns Kraft geben, einer zum anderen, von der zu reden und uns am Motto zu sprechen. Und wenn uns fehlt zu vermuten, dass wir wurden dreist genug sein untereinander, Vater, jafte Kraft. Und dass wir uns wurden Motto sprechen untereinander, nur den Willen, nur Vater.
En dat we worden Mut haben, den Kreuz ab uns zu nehmen und die nur zu folgen. Nicht ab uns selbst zu kicken, aber ab die zu kicken, Vater. Stark unseren Glauben, Vater. Wenn wir in das anlauten, dann fallen wir manchmal schwach in unseren Glauben. Und Vater, ich frage, dass du unseren Glauben wirst stärken. Und dass wir können mit Frieden in den Welt leben. Vater, wir beten auch für kranke Leute in unserer Umgebung. Geht wie von den Hospital. Also stück arm nur sein und sehen. Ich denke, dass kann, war besser fallen, wenn er den Wellen ist. Oder wenn er den Wellen ist, an die Herr Jesus entgegenzukommen, dann dass du durch die Freudigkeit geben. Ich bete auch für Jakob und Anna Sawatzki, dass sie Marian beim Hospital sein. Und Anna soll hart operiert werden. Vater, ich frage, dass du wirst de dokters Weisheit geben und dass das kann ein Segen sein für ihr Leben und für die Doktors, Vater. Ich frage um deine Lehrung und an deine Führung in Jesus' Namen. Amen.